Herzlich willkommen zu diesem Video der Firma Autoflasher. In diesem Video soll es darum gehen, was der Unterschied zwischen Master und Slave ist und den verschiedenen Produktarten, die wir anbieten. Ihr findet das Ganze erstmal im Shop und dann landen wir hier in dieser Übersicht zwischen Autoflasher Master und Autoflasher Slave. Grundlegend ist der Unterschied, wenn ihr einen Master kauft, die Preise sind erstmal höher, weil ihr die Files offen empfangt. Sprich, wenn ihr ein Auto auslest, ist das so offen, das Programm, dass ihr da selber drin rumschreiben könnt. Sprich, ihr könntet anfangen, selber die Datenstand zu programmieren, könntet da selber eine Stage 1 drauf spielen, vorausgesetzt, ihr habt die Programmierkenntnisse. Wenn ihr den Autoflasher Slave kauft, ist die Datei verschlüsselt. Nur der Master, an den dieses Slave-Gerät gebunden ist, kann quasi diese Datei für euch programmieren. Ihr selber könnt als Slave nicht die Datei öffnen und programmieren. Ich fange einmal an, beim Autoflasher Slave das Ganze zu erklären. Ihr landet dann erstmal hier und habt die Auswahlmöglichkeiten der verschiedenen Protokolle bzw. Produktarten. Das Ganze beginnt bei 1000 Euro. Das sind dann die 1000 Euro netto für die Hardware, sprich die Kabel, der Autoflasher selber mit Platine etc. Dann fange ich einmal hier unten an und erkläre euch das mal aufsteigend. Beim OBD-Bench TCU geht es darum, dass das Getriebesteuergerät hier eben abgedeckt ist. Wenn ihr das auswählt, ist das Protokoll für das Getriebesteuergerät integriert. Das heißt, ihr könnt auf über 11.120 Protokolle zugreifen und könnt somit die Getriebesteuergeräte lesen, schreiben, die außerdem auch klonen. Wenn eins zum Beispiel kaputt geht, könntet ihr das dann auslesen und eben auf ein neues Getriebesteuergerät schreiben. Habt eben die umfassende Anleitung, beispielsweise wenn das dann gebencht wird. Und es ist eben OBD-Bench, sprich einmal da ist erklärt, OBD ist der OBD-Anschluss, der einfach nur ins Auto kommt, und Bench ist das ganze Steuergerät. Wenn man es eben ausgebaut hat, dann wird eben die Kabel vom Autoflasher in den Stecker des Motorsteuergerätes gesteckt. Ja, das ist dann der Bench-Mode, der ist eben inkludiert. Das Ganze gilt für Kfz, also Autos, Motorräder, LKWs, Nutzfahrzeuge und Boote. Beim OBD-Bench ECU läuft das Ganze fürs Motorsteuergerät. Dort stehen 16.430 Protokolle zur Verfügung und hier könnt ihr dann eben auch die Motorsteuergeräte lesen und schreiben, was ja die Mehrheit bzw. der größere Einsatzzweck für dieses Gerät ist. Hier besteht ebenfalls die Anleitung der Motorsteuergeräte, diese zu lesen, schreiben, klonen, und die Anleitungen sind ebenfalls dabei. Wenn ihr doch hergeht und sagt, ihr möchtet den Full Slave haben, dann habt ihr das Komplettpaket. Hier könnt ihr die ECU und TCU Protokolle empfangen, sprich Motorsteuergerät und Getriebesteuergerät, lesen, schreiben und klonen. Außerdem habt ihr hier die Möglichkeit des Bootladers, sprich Bootmodes. Ein Bild ist dazu jetzt eingeblendet. Dort wird das Steuergerät beispielsweise geöffnet und direkt angepinnt. Außerdem habt ihr den JTAG, Out- oder BDM-Modus. Beim BDM-Modus, das ist ja nicht ähnlich zum Bench, es ist ein bisschen einfacher, weil man eben einfach einen Tastkopf aufsetzt und dieser dann auch direkt mit dem aufs Steuergerät gesetzt wird. Dort muss man dann nicht selber die Pinne setzen. Da ist auch nochmal ein Bild eingeblendet und dazu seht ihr noch die verschiedenen Tastköpfe, die es eben gibt. Wenn ihr den Full Slave eben auswählt, dann habt ihr diese Protokolle auch abgedeckt und könnt halt eben mit dem BDM- und Boot-Modus arbeiten. Ja, da wir arbeiten daran, dass es so wenig wie möglich genutzt wird, beziehungsweise dass man die Protokolle halt über OBD und Bench nutzen kann. Trotzdem ist es sinnvoll, das auch zu haben, weil viele Steuergeräte eben geöffnet werden müssen und direkt angepinnt werden müssen. Für den Full Slave zahlt ihr eben 3.200 Euro als Gesamtpreis. Wenn wir jetzt nochmal zu dem Autoflasher Master gehen, seht ihr, dass die Preise hier ein bisschen höher sind. Das ist ganz einfach darauf zurückzuführen, dass der Master eben die ganzen Dateien offen empfängt und dadurch der Preis eben auch höher ist. Wie gesagt, das sind einmalige Preise. Dazu kommen nur die Supportkosten, die jährlich anfallen. Hier ist es aber das gleiche Spiel. Ihr könnt hier die Getriebesteuergeräte auslesen und schreiben und eben klonen. Das ist dann dieser Button hier mit den 1.900 Euro extra, die dann verbucht werden. Dann haben wir den Button hier für die Motorsteuergeräte und können das Ganze eben auch als Full Master nehmen. Angenommen, ihr kauft euch jetzt ein Mastergerät oder ein Slave-Gerät und entscheidet euch erstmal nur für OBD-Bench ECU, sprich OBD-Bench Motorsteuergeräte, und sagt dann im Nachhinein, ihr hättet jetzt doch noch gerne Getriebesteuergerät. Das Ganze können wir euch von zu Hause freischalten. Dazu erstellt ihr ein Ticket und sagt, dass ihr die Freischaltung möchtet. Und dann werdet ihr eben dazu aufgefordert, den Restbetrag von 1.900 Euro eben beispielsweise zu zahlen. Und dann ist das in eurer Software freigeschaltet. Auch könnt ihr ein Slave-Gerät zu einem Master-Gerät umwandeln. Das ist ja das Slave-Gerät, was eigentlich ja nicht offen empfangen kann. Aufpreispflichtig kann man dieses auch zum Master-Gerät machen. Das sind die gleichen Preise. Wie gesagt, das ist alles eine softwareseitige Freischaltung. Dazu kontaktiert ihr uns am besten einmal. Wir hoffen, das Ganze hat euch einmal gefallen, die meisten Fragen zu erklären. Aber wir haben das jetzt hier nochmal zusammengefasst.
Wenn ihr nicht programmieren könnt und für euch die Files professionell erstellt werden sollten, dann wählt ihr am besten den Slave. Wenn ihr sagt, ihr möchtet nur Motorsteuergeräte machen, dann nehmt ihr eben OBD Bench ECU. Aber wenn ihr das Ganze professioneller machen möchtet und es empfiehlt sich halt bei den meisten Tunings auch ein Getriebesteuergerät zu machen, wählt ihr auch das Motorsteuergerät aus oder sagt eben, ihr nehmt direkt den Full Slave oder Full Master, um auch das Ganze mal booten zu können, was halt auch selten mal der Fall ist. Aber wenn man viele Kunden hat, kann das schon mal sein, dass man von 50 Steuergeräten mal 1, 2 booten muss. Genau, das war's vom Video. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da und macht's gut. Ciao, ciao.